Metal, Leute, und einen schweinisch guten Tag. So, wir sind heute in einer Situation, die mal wegen anders ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich den ganzen Tag. Genau so fühle ich mich den ganzen Tag. Das liegt irgendwie daran, ich versuche mit meinen Videos was zu machen und habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich das und das einmal nicht machen kann. Ich kann über das Video nicht reden, ich kann über das Thema nicht reden, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass es nicht zu meinem Kanal passt. Was im Endeffekt völliger Schwachsinn ist. Ich glaube, ich stehe mir einfach oft zu viel und zu selbst im Weg, um mit meinen Videos mal wirklich was zu reißen. Weil ich einfach oft denke, das Thema passt nicht, das Thema passt nicht. Anfangs hat es ja gestimmt. Anfangs habe ich ja viel Sachen über Metal gemacht und dann habe ich irgendwann nichts mehr über Metal gemacht. Ich werde auch mal schauen, ob ich mich mal wieder an ein paar alte Projekte setze. Da habe ich nämlich auch mal wieder Lust drauf. Und da ab und zu mal da eine Folge bringen. Formate soll es wirklich in Zukunft nur 3 geben und ab und zu mal irgendein anderes Video. Oh, wenn ich aufnehme, Schweine! Im Prinzip habe ich mir gedacht, es sollen natürlich ganz normal die 3 Formate bleiben. Time of Metal, Drachenlord und natürlich der Dragon Monday. Und ab und zu vielleicht mal was anderes kommen, wie früher. Ich habe aber echt festgestellt, dass ich immer gegen die Wand renne. Und jetzt haben wir heute mal ein Video über ein Spiel, über ein Videospiel, das verfilmt wurde, was ich persönlich eine geile Situation finde. Und zwar über das Spiel Angry Birds. Jeder kennt's, der rote Vogel, der gegen die grünen Schweine kämpft. Oh yeah! Auf jeden Fall ultra lustig. Und die Idee daraus einen Film zu machen, finde ich auf der einen Seite wirklich geil. Auf der anderen Seite haben viele darüber gesprochen und gemeint, naja, es ist eigentlich wieder eher Geldmacherei. Diese ganze Sache mit Geldmacherei, ja gut, mir persönlich macht es trotzdem Spaß. Ich schaue mir den Film trotzdem an, ich freue mich trotzdem auf den Film. Und trotzdem gehen halt immer viele ab, gefühlt 100 Trailer von dem Film angeschaut, immer wieder der gleiche eigentlich, aber immer wieder mit anderen Kommentaren von Leuten. Ich verfolge ja Robert Hoffmann und einige andere, die sowas oft machen. Und habe mir da gefühlt 100 Trailer und 100 Meinungen dazu angeschaut in den letzten Wochen. Der Film ist ja mittlerweile im Kino und ich persönlich freue mich drauf. Viele sagen, also Robert Hoffmann zum Beispiel meinte, dass der Film, ich glaube ab der Mitte oder was hat er gemeint, dass der Film irgendwann in Monotonie endet. Oder Monotonie. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, dass er irgendwann monoton wird, dass es irgendwie, wenn man das Spiel kennt, kennt man auch den Film so ungefähr. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich zutrifft oder nicht. Er meinte auch, dass halt viele der Jüngeren daran irgendwie sich nicht mehr so begeistert fühlten. Im Endeffekt bin ich mal gespannt, was da sich entwickelt und möchte da auf jeden Fall mal reingehen und schauen. Da ist unter anderem die Musik von dem guten Michael Jackson, Ruhe in Frieden. In der deutschen Synchro gibt es tatsächlich ein paar YouTuber, die da mitmachen, unter anderem Iblali. Und der gute Concrafter ist, glaube ich, auch mit dabei, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich persönlich finde es sehr lustig. Ich persönlich würde sowas auch gerne mal machen, irgendwann in der Zukunft vielleicht. Synchros ist sowieso so eine Sache, die ich mir auch schon mal überlegt habe, tatsächlich mal so eine Art wie Cold Mirror damals. Aber ich denke da halt mittlerweile immer so, mache ich sowas, habe ich das Problem, wie ihr euch denken könnt, dass da mein Kanal gesperrt werden kann. Und deswegen bin ich da eigentlich nicht so wirklich scharf drauf. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was aus dem Film wird. Er hat auf jeden Fall Potenzial meiner Meinung nach. Geldmacherei oder nicht, lässt sich drüber streiten. Ich persönlich bin ein so großer Fan von Angry Birds. Ich habe da auch schon mehr als ein Handy zerstört, deswegen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich bei dem Spiel öfter mal upraged. Wobei ich sagen muss, seit ich das wieder installiert habe und seit ich das auf meinem aktuellen Handy drauf habe, ich eigentlich nie wirklich ausgeflippt bin. Vielleicht war das wirklich nur mal so die Anfangszeit, aber seit ich das auf dem Handy habe und spiele, bin ich eigentlich nie wirklich ausgeflippt mehr. Und es war aber wirklich mal so, eine Zeit lang war das wirklich mal ein Problem. Ich habe da wirklich mal 2 Handys innerhalb von 2 Wochen geschrottet. Das war echt nicht lustig. Also auf jeden Fall mal ein Blick wert, das Spiel und der Film natürlich vor allem. Ich kann mir gut vorstellen, dass da echt gute Sachen draus gemacht werden. Vor allem, es gibt den Hauptcharakter Red und noch, dann gibt es noch den Hauptcharakter der Explosive und noch der, wo man so fliegt und dann in der Luft nochmal schneller wird. Ich weiß gar nicht, wie die heißen jetzt im Film. Der Hauptcharakter, der rote Vogel, ne, natürlich der Hauptcharakter auch im Spiel. Der heißt einfach nur Red. Deswegen kann ich mir das merken, weil Red ist Englisch für rot. So rum. Von Fantastischen Vier hat er übrigens auch jemand mit dabei gesynchronisiert. Also da war jemand dabei. Und zwar war ich glaube, er hat den Adler gesprochen. Da gibt es ja diesen Adler, der übermächtige Adler. Das ist der einzige Vogel in Angry Birds, der wirklich fliegen kann. Alle anderen Vögel können ja gar nicht fliegen, das sind ja alles flugunfähige Vögel. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich daraus ergibt. Und
Und vor allem bin ich gespannt, wie die Sache mit dem Katapult sich in das Ganze einfügt dann. Im Großen und Ganzen bin ich echt gespannt, wird bestimmt lustig. Es gibt ja vor allem auch verschiedene andere Möglichkeiten da noch in Angry Birds. Wer das Spiel kennt, weiß, es gibt verschiedene Sachen. Ich bin gespannt. Der Adler, ob der wirklich mit dabei ist, dann bin ich gespannt. Also als Charakter ist er ja dabei, das weiß ich. Ich weiß bloß nicht, ob er auch als Waffe eingesetzt wird. Und dann gibt es ja noch dazu den... es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so einen Zaubertrank, da wird der Vogel größer. Es gibt ein anderes Katapult, da wird der Vogel schneller. Bin mal gespannt, ob die diese ganzen Sachen mit eingebaut haben oder ob das einfach nur ein ganz normales Katapult ist, wo die Vögel auf die Stadt geschossen werden und dann alles platt machen sollen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich da entwickelt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr öfter mal solche Videos wollt, wo ich auch mal über andere Sachen quatsche. Ich werde auch gerne mal mitdiskutieren, was ihr von Angry Birds haltet. Ihr dürft da gerne reinschreiben. Ich persönlich kann nicht gespoilert werden, weil man mich persönlich damit nur noch heißer auf den Film macht. Wenn ihr aber irgendwas spoilern wollt, wenn ihr den Film schon gesehen habt, tut mir den Gefallen und schreibt einen dicken, fetten Spoiler für die anderen mit rein, damit die anderen nicht zufällig das lesen und dann denken, oh nein, shit, wir werden voll gespoilert. Wie gesagt, für mich könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr wollt, aber immer am besten groß schreiben, Spoiler, bevor ihr irgendwas weiterschreibt. Das wäre echt schön, weil damit ihr euch gegenseitig auch mal ein bisschen anständig behandeln. Mich persönlich interessiert es nicht. Wie gesagt, mich machen die Spoiler eher nur noch schärfer auf den Film. War schon immer so, ich weiß nicht warum. Vielleicht einfach, weil ich es selbst gesehen haben will. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dahin, euer Drache. Tschö, tschö. Und freut euch auf die nächsten 2 Videos. Da kommt nämlich auch noch was. Jetzt hätte ich fast meinen Verabschiedungswitz verpasst. Und zwar, ich persönlich spiele ja so gern Angry Birds, dass ich mich sogar darauf verlegt habe, Real Life Angry Birds zu spielen. Zugegeben, ich schieße nicht mit Vögeln auf Schweine, und auch nicht mit einer Schleuder, sondern ich schmeiß lieber Stöcke nach Hatern. Oh, schmeißt du jetzt die Prügel raus? Aber das ist mein Real Life Angry Birds. Haut rein, euer Drache.